Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, im letzten Video haben wir ja dieses kleine gelbe Board hier, das Cheap Yellow Display, geflasht. Wir haben es mit nichts weniger als wie mit Marauder geflasht und Marauder kennt ihr ja auch schon vom Wi-Fi Dev Board. Der Vorteil von Marauder auf dem Cheap Yellow Display ist zum einen, dass es natürlich günstiger ist und zum anderen aber auch anwenderfreundlicher ist, weil wir das Ganze mit einem kleinen Touchscreen ganz komfortabel bedienen können. Damit eignet sich Marauder auf dem Cheap Yellow Display somit nicht nur für sparsame Anwender, sondern auch für welche, die das Ganze ein bisschen bequemer bedienen wollen. Wir schauen uns heute mal die wichtigsten Funktionen von Marauder auf dem Cheap Yellow Display an. Und ich hoffe, ihr könnt damit auch für euch schon ein paar Grundlagen schaffen, damit ihr hier auch die ersten Tests mit eurem eigenen Board durchführen könnt. Falls ihr noch kein Cheap Yellow Display habt, ich habe euch gerne unten nochmal in der Videobeschreibung einen Link zu AliExpress reingefügt. Da könnt ihr das Cheap Yellow Display wirklich kostengünstig erwerben. Seid gespannt, wie cool das Cheap Yellow Display hier im Vergleich zum stinknormalen Wi-Fi Dev Board in Sachen Benutzerfreundlichkeit abschneidet. Ihr werdet überrascht sein und wir schauen uns das Ganze wie immer an, sofort nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, also ich habe hier schon mein Cheap Yellow Display zur Hand. Wir stecken es gleich an und dann schauen wir uns jetzt hier mal an, wie Marauder auf dem Cheap Yellow Display ausschaut und was wir hier alles damit anstellen können. So, im letzten Video haben wir Marauder drauf geflasht. Ich stecke das Ganze jetzt einfach mal an und wir sehen hier, wie sofort der Bootscreen von Marauder startet. Ja, ich habe mir einen Stift noch geholt. Dann können wir das entsprechend bedienen. Je nachdem, was ihr hier für eine Firmware drauf installiert habt, kann es jetzt sein, dass wir hier entweder direkt die Menüpunkte direkt mit dem Stift anklicken können oder wie in meinem Fall, wir sehen jetzt hier am Rand solche Markierungen, das Ganze mit, ich nenne es mal Gesten steuern. Wir haben diesen mittleren Bereich, wenn ich da drauf touche, bedeutet das Enter. Mit dem oberen Bereich, in dem Bereich, wenn ich drauf touche, bedeutet es nach oben gehen und dann nach unten gehen. Ich zeige es euch mal schnell. Wenn ich da unten touche, so, dann bewege ich mich hier durchs Menü nach unten. Da oben bewege ich mich nach oben. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Device stehe und ich drücke in die Mitte, dann bestätige ich das Ganze. Hier navigiere ich mal zu den Device-Infos. Dann seht ihr hier auch nochmal, was für ein Cheap Yellow Display ich habe, mit welcher Firmware-Version das Ganze hier läuft. Mit Enter komme ich wieder zurück, nochmal Enter und ich bin wieder im Hauptbildschirm. Wir starten als erstes, so wie wir es auch beim Wi-Fi Dev Board gemacht haben, mal mit dem Menüpunkt Wi-Fi. Ich gehe in die Mitte und bestätige das Ganze. Ja, wir schauen uns einfach mal kurz die verschiedenen Bereiche durch. Sniffer, da kann ich jetzt hier nach entsprechenden Paketen zum Beispiel scannen. Ich kann hier die Probe Requests, das sind im Prinzip die Geräte, die hier nach WLAN Access Points suchen. Wir können entsprechend die Beacons, wir können nach D-Out-Paketen sniffen, das heißt, ob hier vielleicht gerade ein Angreifer tätig ist, können wir zum Beispiel ganz cool durch die D-Out-Funktion anschauen. Ich bestätige das Ganze mal, schaut im Prinzip so aus. Würde er hier De-Authentifizierungspakete finden, er geht hier oben die verschiedenen Kanäle durch, dann würde er uns das Ganze hier berichten und anzeigen. Mit einem Tipp einfach auf dem Bildschirm, Touch Screen to Exit, komme ich wieder zurück und ich bin hier wieder im Übersichtsmenü. Ja, wir können hier einen Paketzähler
ja, Paketmonitor, dann sieht man im Prinzip Statistiken von den Paketen, die hier gerade durch die Luft fliegen. Was ganz interessant ist, ist auch, ob hier ein Pwnagotchi, das ja auch ein Wi-Fi-Angriffswerkzeug in der Nähe ist, oder ein Wi-Fi Pineapple. Ja, ich habe hier tatsächlich ein Wi-Fi Pineapple da, aber nicht am Laufen. Das wäre tatsächlich mal interessant, ob er den hier entsprechend erkennen kann. Ja, weiter unten im Bereich, wenn ich runtergehe, können wir hier das, was wir auch vom Wi-Fi DevBot kennen, einfach nach Access Points scannen, nach verbundenen Geräten scannen, oder wir nehmen die mittlere Position, alles scannen, das scannt er sowohl nach den Access Points als auch die damit verbundenen Geräte, und das machen wir jetzt gerade mal als erstes. Ich starte das Ganze und wir sehen jetzt hier richtig toll und übersichtlich die entsprechenden WLANs, hier Magenta, und die Stations, die mit dem Magenta verbunden sind, hier WLAN 4711, die Geräte, die damit verbunden haben. Wir sehen hier auch noch andere WLAN Access Points. Wir sehen, dass dieses WLAN eine VPS-Konfiguration anbietet. Dieses WLAN hier unten auch. Wir sehen auch hier wieder jeweils die verbundenen Geräte. Das sehen wir auch. Die Geräte, die hier entsprechend mit welchem WLAN verbunden sind. Ja, ich breche das Ganze mal an der Stelle ab. Einfach einmal drauf touchen und ich bin wieder raus. Ja, da könnt ihr gerne mal ein bisschen durchprobieren. Ja, nehmen wir mal das nochmal. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Er schaut, welche Pakete durchhören. Da sehen wir auch den Nachteil. Ich habe es eigentlich noch nicht gesagt, das Cheap Yellow Display, der Touch-Sensor, der ist relativ ungenau. Wenn ich jetzt hier genau auf den Plus, dann passiert meistens nichts. Man muss hier irgendwo ein bisschen daneben rumtatschen. Jetzt irgendwo die richtige Stelle finden. Das ist doch gar nicht so leicht. Mal mit einem dicken Finger drauf. Ne, geht auch nicht. Das ist wirklich blöd. Deswegen haben die sich das Ganze entsprechend angeschaut, dass man das hier einfach mit hoch, runter und bestätigen steuern kann, weil es hier deutlich einfacher geht, als wie wenn ich hier genau diese Zeile treffen muss. Und ja, ich kann jetzt hier zum Beispiel noch mal in den Beacon Sniff reinschauen. Ich starte das Ganze mal und da sehen wir zum Beispiel hier, welche Wi-Fis hier sich zu Wort melden und sagen: Hallo, hier bin ich mit meinem Namen. Ja, was ganz interessant auch nochmal ist, wäre der Channel Analyzer. Wenn ich da mal reingehe, sehen wir die Pakete, die auf dem Kanal entsprechend übertragen werden. Kanal 11 ist der Kanal von meinem Wi-Fi, vom WLAN 4711, und da sehen wir schon, wie viele Pakete da pro Sekunde hier entsprechend drüber laufen. Wenn ich jetzt hier den Kanal verändere, ich wechsle mal jetzt den Kanal auf 10 zum Beispiel, da sieht man ganz deutlich, dass jetzt hier nur noch die Pakete auftauchen, die aus dem Frequenzband vom Kanal 11 ein bisschen rauslaufen. Wir haben ja da immer ein bisschen Frequenzüberschneidungen. Wenn ich wieder zum 11 wechsle, sehen wir wieder, bin ich wieder auf dem Kanal 11 und da laufen richtig viel Pakete drüber. Damit könnt ihr zum Beispiel auch schauen, wie die Kanäle entsprechend hier ausgelastet sind. Somit könnt ihr das nicht nur hier als kleines Hacking-Tool verwenden, sondern auch als kleines Hilfswerkzeug, um hier im Bereich der Wi-Fi-Analyse zu arbeiten. Ich gehe da mal wieder raus. Der nächste interessante Punkt ist der Punkt Wardriving. Wardriving funktioniert nur, wenn ich hier unten ein GPS-Modul angeschlossen habe. Wenn ich das Ganze jetzt so starten möchte, dann bietet er mir hier keine Auswahl an. Das erkennt die Firmware, deswegen gehen wir wieder zurück. Der tatsächlich interessanteste Punkt ist der Attacks-Punkt hier. Ja, im Bereich Attacks finden wir die gleichen Angriffsvarianten, wie wir sie auch im Bereich des Wi-Fi DevBots gefunden haben. Ja, ob wir hier randommäßig verschiedene WLANs ausstrahlen oder den Songtext von Never Gonna Give You Up mittels Rickroll, das ist natürlich euch überlassen. Ein interessanter Punkt hier ist natürlich der Punkt Evil Portal, den habe ich euch ja auch gezeigt im Bereich vom Wi-Fi DevBot. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden.
Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, Evil Portal ist ein interessanter Punkt, den ich euch auch schon mal auf dem Wi-Fi DevBot gezeigt habe. Wenn ich da reingehe, dann kann ich mir hier entweder einen dieser bereits gescannten WLAN Access Points, die wir gerade, nachdem wir gerade gesucht haben, auswählen. Oder ich kann mir natürlich auch einen eigenen hinterlegen. Ich gehe da nochmal zurück, zweimal zurück, gehe dann hier nochmal zurück und gehe unter General und da kann ich mir hier eine eigene SSID hinterlegen. Man sieht es ein bisschen schlecht, dass dieses dunkelblau bei Add SSID. Da gehe ich rein. Ich muss das Ganze hier in den Querformat-Modus nehmen und ich ergänze noch eine mit Free Wi-Fi. Bestätige das Ganze und wenn ich das da oben drin habe, kann ich das Ganze auch hier wieder abbrechen. Ich bin dann draußen. Ich gehe zurück, gehe wieder in den Bereich der Attacken, gehe dann in unser Evil Portal und gehe unter die SSIDs und ja, ich habe jetzt hier schon ein paar zufällige SSIDs generiert gehabt und irgendwo am Ende dieser Liste sollte sich auch unser Free Wi-Fi befinden. Ja, hier am Ende, ganz am Ende ist unser Free Wi-Fi. Ich bestätige das Ganze und jetzt nutzt er das Evil Portal mit der SSID Free Wi-Fi und er hat es schon gestartet. Das Evil Portal muss ich natürlich zuvor auf der SD-Karte in einem speziellen Folder hinterlegt haben. Wie das Ganze funktioniert, das müssten wir in einem separaten Video behandeln. Das würde heute den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, so läuft das Ganze hier auf jeden Fall. Ich gehe hier schon mal raus wieder, gehe zurück. Wir waren gerade beim Evil Portal. Genauso können wir hier entsprechend einen Deauthentifizierungsangriff durchführen. Ja, hier würde er standardmäßig das zuletzt selektierte Wi-Fi deauthentifizieren. Aber nachdem ich jetzt hier gerade keinen Unfug machen möchte, lassen wir das Ganze mal. Ja, gibt hier, wie gesagt, eine Reihe von Möglichkeiten und sagen wir mal, mit dem Evil Portal und mit dem Deauthentifizieren haben wir zumindest im Bereich Wi-Fi schon mal die wichtigsten kurz angetriggert. Ich gehe wieder zurück, gehe nochmal zurück und wir verlassen jetzt den Bereich Wi-Fi und wir schauen uns mal den Bereich Bluetooth an. Ja, Bluetooth ginge auf dem offiziellen Wi-Fi DevBot nicht, denn das kann nur hier dieser Chip und wie das Ganze hier funktioniert und was der hier uns für Möglichkeiten bietet, das schauen wir uns gleich mal an. So, wir sind drin. Wir haben hier den Unterschied zwischen Bluetooth Tags und Bluetooth Sniffers. Als erstes schauen wir uns natürlich mal die Sniffers an. Der allererste ganz neutrale Punkt ist der ganz normale Bluetooth Sniffer. Damit sehen wir schon mal, ob Bluetooth hier überhaupt funktioniert. Autsch, in diesem Fall ist der Marauder gleich gecrashed. Wir versuchen es jetzt tatsächlich noch ein zweites Mal. Manchmal sind es Speicherfehler. Gehen dann nochmal in die Sniffer rein. So, nochmal in den Bluetooth Sniffer. Und jetzt funktioniert es. Also wie gesagt, auch bei euch, falls das Ding mal abstürzt oder einfriert, denkt euch nichts, dann entweder hier mit Reset das Ganze wieder resetten oder Kabel ab und wieder dran. Dann sollte das Ganze wieder neu starten und es sollte wieder funktionieren. Ja, nach einem kurzen Scan sehen wir hier, welche Bluetooth-Geräte er hier bei mir gefunden hat. Loliken ist mein Flipper Zero, der Chameleon Tiny ist mein NFC-Emulator. Wir haben hier mein Kartenleseterminal, ja, mein Monitor und verschiedene andere Geräte. Ich gebe mal wieder raus. Ich starte es nochmal. Wir sehen, je nachdem geht er hier die verschiedenen Geräte
durch. Ja, ich habe euch ja gerade gesagt, mein Flipper Zero hat er auch gesehen. Ich habe es hier aus den rohen Bluetooth-Sniffer-Daten bereits gesehen. Wenn ich hier Flipper Sniff mache, dann sucht er eben hier nach Flipper. Ich habe ja gesagt, der Luliken ist meiner. Und wir sehen auch hier, hoppala. Also entweder hat mein USB-C-Kabel hier vielleicht sogar einen Wackelkontakt. Normalerweise sollte das nicht passieren. Ja, Flipper Sniff. Schauen wir nochmal rein. Ich habe euch ja gesagt, mein Flipper hier, der Luliken, ist bereits, haben wir ja schon gesehen, erkannt worden. Color White und er stürzt ab. Ja, das kann durchaus passieren. Ja, das Ganze läuft jetzt hier, scheint es nicht wirklich stabil, aber macht nichts. Wir gehen wieder rein. An der Stelle können wir auch nach AirTags sniffen. Ich habe nur China AirTags, also ja, nachgebaute AirTags, die findet ihr hier nicht. Hier finden wir eine Original Apple AirTags, aber um zum Beispiel zum Schauen, ob hier fremde AirTags in der Nähe sind, ist das eigentlich auch schon ein cooles Werkzeug. AirTag Monitor seht auch die Daten, die im Prinzip von den AirTags übertragen werden. Detect Card Skimmers, das ist ein Punkt, den ihr zum Beispiel auch schon mal sicherlich in irgendeinem YouTube oder TikTok Shot gesehen habt. Wenn ich da reingehe, dann sehen wir hier, der Bildschirm wird ein bisschen gelblich-blau. Das ist ein Add-on, der sucht nach Bluetooth-Modulen vom Typ HC03, HC05 und HC06, denn man hat wohl herausgefunden, dass diese 3 Bluetooth-Module sehr häufig für Skimmer verwendet werden. Skimmer sind aber bei mir zumindest hier in Europa nicht mehr so wirklich die reale Bedrohung. In Amerika mag das schon noch sein, aber hier in Europa, wir arbeiten nur noch mit Chip-basierten Transaktionsdaten, sodass ich hier Skimmer, die hier Magnetstreifendaten abziehen, um eine Kartendublette zu erzeugen, um mit der Kartendublette hier irgendwelche Betrügereien zu machen, hier nicht mehr erfolgreich sind. Schauen wir mal noch, was hier unten im Bereich Bluetooth Analyzer zu finden ist. Was zeigt er mir hier an? Okay, analog dem Packet Monitor, wie wir im Bereich Wi-Fi haben, sehen wir hier im Prinzip im Bluetooth-Band die Beacons, die Bluetooth-Geräte im Prinzip hier nacheinander ausstrahlen, um zu zeigen, hallo, hier ist ein Bluetooth-Gerät, hier bin ich, du kannst dich mit mir verbinden oder beziehungsweise auch entsprechend hier Bluetooth-Daten übertragen. Ja, da gehen wir wieder raus, wir gehen wieder zurück und wir schauen uns in dem zweiten Bereich die Bluetooth-Angriffe mal an. Im Bereich der Bluetooth-Angriffe haben wir die ganz klassischen Angriffe mit dem Bluetooth Low Energy Spam, mit Spam All. Das wäre hier der Punkt, wo ich alle Spam-Varianten über Samsung, Google und Apple auch entsprechend antrigger. Das ist der, wo dann entsprechend der Pop-up-Spam ganz nervig auf den Apple-Geräten aufschlägt. Ich zeige es euch nochmal. Ich gehe einfach drauf. Er advertist hier die Daten und wenn ich dann nochmal drauf gehe, dann hört das Ganze auch schon wieder auf. Ja, nochmal zurück ins Hauptmenü. Wie gesagt, hier wirklich sehr schön zum Steuern. Bereich Wi-Fi, Bereich Bluetooth haben wir ganz kurz angeteasert. Im Bereich Device, das war das erste, wo ich drin war, habe ich euch ja die Device Settings gesehen. Hier besteht auch die Möglichkeit, dass ich direkt das Firmware-Update von der SD-Karte aus starte. Das heißt, ich gehe hier Update Firmware, gehe drauf und er würde jetzt hier im Bin-Ordner entsprechend die Files suchen. Ich habe jetzt hier auf der SD-Karte nichts drauf, von dem her gehe ich da wieder zurück. Das heißt, ihr könnt hier total auch ohne Computer ein Update der Marauder Binaries machen, indem sie die Binary-Dateien auf die SD-Karte ganz quick and dirty draufpackt. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wenn es benötigt, kann ich auch hier rebooten. Dann seht ihr hier nochmal den Bootscreen und er ist wieder frisch gestartet. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ja, ist schon
allerhand, was wir hier alles anstellen können mit dem Board. Wichtig muss man sagen ist, dass es manchmal hier tatsächlich Bugs gibt, je nachdem, was ihr für eine Firma von Marauder hier auf das Board flasht. Kann es natürlich sein, dass die ein oder andere Funktion ein bisschen hängt, das Board abstürzt, es rebootet oder das teilweise gar nicht so wirklich funktioniert. Ja, deswegen immer wieder mal schauen, ob es sich lohnt, auf eine aktualisierte Firmware zu setzen. Die letzte, die ich hier drauf habe, die läuft relativ stabil. Da habe ich bis jetzt noch keine größeren Schwierigkeiten gefunden. Ansonsten, wie gesagt, probiert es vielleicht auch mal durch, falls ihr irgendeine Funktion findet, die da nicht funktioniert. Vielleicht ist sie in einem neuen Release behoben oder sie ging noch in einem alten Release. Da muss man manchmal ein bisschen experimentieren, aber grundsätzlich solltet ihr mit der neuesten Version eigentlich relativ safe unterwegs sein. Ja, was habt ihr noch für Ideen, was wir mit dem Cheap Yellow Display hier alles anstellen können? Ich hätte auch noch ein paar Ideen zu Hardware-Modifications. Unter anderem könnte man zum Beispiel noch den GPS-Sensor ergänzen, dass wir hier das ganze Thema Wardriving nochmal anschauen können. Oder aber eine externe Antenne anschließen, denn es gibt ja auch Lösungen, wo man hier versucht, den Chip durch einen anderen mit externen Anschluss schon auszutauschen. Das ist nicht immer ganz so einfach möglich, weil der Chip hier ist schon recht groß, das heißt, man braucht sehr viel Wärme, man braucht in der Regel eine Heißluftpistole, um den Chip wirklich vorsichtig hier von der Platine zu lösen und durch einen anderen Chip mit entsprechendem Anschlusssocket für eine externe Antenne anzulöten. Aber ich habe es auch schon gemacht, ist ein bisschen fummelig das Ganze, aber man kann auch hier zum Beispiel im Bereich der Antenne das Board durchtrennen und einen separaten Antennenanschluss hier auch auflöten. Ich blende euch hier auch nochmal ein Bild ein von einem anderen Board, wo ich das schon mal gemacht habe. Man sieht, es funktioniert, wenn auch ein bisschen knifflig das Ganze, wenn man jetzt nicht so oft den Lötkolben in der Hand hat. Wie gesagt, eure Erfahrung oder auch gewünschte Hardware-Hacks, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr alles hier mit dem Board anstellen wollt und würdet. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drückt nicht vergessen. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn ich neue Videos zu coolen Gadgets und Videos zum Bereich der IT-Sicherheit veröffentliche. Ja, mich freut es auch immer, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Macht es gut, ciao, euer Raik.